Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich wollte euch heute mal eine sehr interessante Liste präsentieren, die doch nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie sie es eigentlich verdient hätte, denke ich mal. Ich wurde darauf gestern von Cesar im Livestream aufmerksam gemacht und meines Erachtens nach hat diese Liste es schon verdient, sich zumindest mal anzugucken, denn dort sind sehr viele interessante Fakten mit drin enthalten. Unter anderem wurden dort extrem viele Spieler gescannt und wenn man das Wort gescannt hört, da ist auch ein Spieler nicht sehr weit, und zwar hatte mit dieser Liste unter anderem Basi hier zu tun gehabt, der hier über 550.000 Spieler und 49.000 Gilden durchgescannt hatte, um halt eben dieses Ergebnis dieser Liste bereitzustellen. Das halt, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit Darth Monk, der hier das Ganze auch nochmal überarbeitet bzw. zusammengestellt hatte. Und hier kann man halt zwischen sehr vielen verschiedenen Dingen quasi switchen, und ich werde euch das Ganze auch mal verlinken, beziehungsweise jetzt auch gleich sofort mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Und hier kann man zwischen sehr vielen Dingen hin und her switchen. Wir haben ja den Webshop, beziehungsweise dort halt eben die Liste, wo man nach Klassen sortieren kann oder nach Statpunkten, nach Main-Attribut und sowas. Aber das Problem bei den Sachen ist halt eben, dass du dort leider nur nach den Total Stats gehen kannst und sortieren kannst. Das heißt, nur nach den Stats, wo auch alle anderen Sachen mit inkludiert sind, sowas wie Tränke zum Beispiel, ob jemand Tränke hat oder nicht, ob jemand gutes Equipment anhat, aktuelle Steine, Waffen, Verbesserungen, alles mögliche so, das sind halt eben die Total Stats. Und es fehlt halt der wichtigste Faktor nach wie vor im Webshop, und zwar die Basispunkte. Das heißt, was bleibt übrig, wenn hier alles wegfällt, wenn das komplette Equipment abgelegt worden ist, wenn keine Tränke mehr drin sind, die hier einen Boni drauf geben, weil zum Beispiel wir haben ja jemanden wie Strider, der ja in der eHof zum Beispiel hier gar nicht auftaucht und dort Leute fragen, sag mal, spielt er überhaupt noch? Ja, er spielt noch, er hatte aber lange Zeit halt eben keine Tränke equipped, weil er sich in der Ehrenhalle droppen lassen hat, um halt eben besser Beutegold farmen zu können, etc. Und deswegen, ja, Strider ist einer der stärksten Spieler, nach wie vor noch. Er hat auch die meisten Basispunkte im Spiel, aber wenn er halt eben lange Zeit ohne Tränke spielt, dann kann das halt eben nicht in diese Liste mit eingeführt werden, beziehungsweise im Webshop, weil das halt eben nur nach Total Stats geht. Und deswegen, haben wir hier die Liste mit den wichtigsten Werten, und zwar den Basiswerten der Spieler, und man hat sehr viele verschiedene Abteile. Auf der Seite 1 haben wir hier einmal so ein Overview von allen möglichen Kategorien, die diese Liste hier mit inbegriffen hat. So, ne? Also wir haben ja erstmal einmal, man muss dazu sagen, das sind die Scans von den fusionierten Servern. Ja? Also es sind die stärksten Spieler der neuesten fusionierten Server, beziehungsweise von allen fusionierten Servern. Hier oben haben wir einmal die Leute, die in den Files hier drin sind, die Server, die hier gescannt worden sind, wann sie gescannt worden sind. Ja, dann haben wir hier, einmal weggehen bitte, dann haben wir hier einmal die höchsten Leute der jeweiligen Klasse, beziehungsweise einmal nach Basispunkten natürlich sortiert. Zum Beispiel hier auf F17 haben wir hier den Druiden, der Druiden heißt. Ja. Dann haben wir hier einmal den Berserker, ne, mit den dazugehörigen Statpunkten halt. Momentan der Bade hier auf F17, wie gesagt, das sind nur von den fusionierten Servern. Es kann natürlich auch sein, dass so neue Klassen auf alten Servern bespielt worden sind, beziehungsweise gestartet worden sind, und die deswegen dort halt eben etwas stärker sind als eben auf den neuen Fusionsservern. Das muss man natürlich noch mit dazu sagen, ja. Da haben wir einmal den Scythe, ne, Magier, hier der Cesar, der mich gestern halt eben auf diese Liste hier aufmerksam gemacht hat. Hier haben wir halt eben den Strider, ne. Dann haben wir hier einmal die höchsten vom Level her, die 3 höchsten, dann die von den Basispunkten her, beziehungsweise Main, Con und dann halt eben hier nochmal zusammen addiert, also einmal das Main-Attribut und Ausdauer, ja, und das sind halt eben die summierten Basispunkte. Wenn man diese beiden zusammenzählt, man nimmt immer nur das Hauptattribut und
Ausdauer, weil Ausdauer jede Klasse braucht und das Hauptattribut der jeweiligen Klasse halt eben, versteht sich von selbst. Ja, die höchste Gilde, beziehungsweise das Gildendurchschnittslevel, ja, deren Pet, einmal sortiert hier nach der Ehre, ja, und das ist halt eben so eine kleine Übersicht, sag ich mal, über das, was uns hier erwartet. Hier unten haben wir die einzelnen Tabs und da könnt ihr euch sehr gerne mal selbst überall so ein bisschen durchstöbern, was halt sehr interessant ist, denke ich mal, für viele, die Top 1000. Ja, wenn wir jetzt hier einmal draufklicken, aber ich muss mal vielleicht nochmal neu laden hier, so jetzt vielleicht. So, die Top 1000 haben wir jetzt hier sortiert und wie gesagt, das sind halt eben die Spieler von, ja Mensch, irgendwie, so. Gut, ich glaube, jetzt hat die erst durchgeladen. Hier ist ja auch ziemlich viel zu laden. Also die Top 1000 der fusionierten Server, ne, da haben wir natürlich den Strider, der hier die Liste nach wie vor anführt. Und ja, dann haben wir hier daneben halt eben seine Klasse, das Level, die Gilde, in der er spielt, das Main-Attribut, dieses Ausdauer und dann halt eben in Summe zusammen addiert. Ja, und das sind halt eben, wie gesagt, die Basispunkte und darauf kommen dann halt eben noch sowas wie Equipment, Steine, Verbesserung, Pots. Ja, das sind nur die Basispunkte und das andere sind halt eben die Total Stats und da ja, ist es halt eben nochmal deutlich mehr, sag ich mal. Ne? Ja, die Ratio, wie halt eben das Haupt- und Nebenattribut geskillt worden ist, Mine und so weiter, ja, Schatzkammer und gescannt wurde das Ganze hier am 26.05., also Ende letzten Monats ist das Ganze hier entstanden und ja, da kann man sich hier einfach mal so ein bisschen selbst vielleicht auch entdecken, sage ich mal. Ja, wo ihr hier vielleicht seid. Ne? Wir haben hier den Strider auf Platz 1, den Scythe Platz 2, Turor Platz 3, Nachteule, Furaken, Viper, dein Nachbar, Leon, Jurik, Luca und ja, nur mal um die Top 10 hier zu benennen. Wie gesagt, das hier ist halt eben das Wichtigste. Und ja, da könnt ihr hier einfach mal runterscrollen und schauen, ob ihr euch irgendwo selbst entdeckt. Und hier haben wir zum Beispiel den Ignil am Start, der hier auch gar nicht so verkehrt ja, ist, sag ich mal, obwohl er ja so extrem auch auf XP grindet. Ich hatte mich hier auch schon irgendwo gestern entdeckt gehabt. Ja, hier bin ich zum Beispiel. Also ich bin momentan gerade auf Platz 114 weltweit, was es halt eben angeht, wenn man jetzt hier zum Beispiel die summierten Basispunkte nimmt. Und ja, das finde ich halt schon ganz cool auf jeden Fall. Ist was, worauf man, denke ich mal, stolz sein kann. Und ja, Total Stats sind für mich sowieso nicht aussagekräftig, sag ich mal, weil ihr wisst ja, mein Equipment ist ja schon ein paar Jährchen alt und demzufolge ja, bin ich in den Total Stats auch extrem weit hinten, denke ich mal. Aber ja, die Basispunkte sind halt eben das, was ich euch schon immer gesagt habe, worauf ich mich primär konzentriere. Und deswegen bin ich hier mit meiner Leistung ja, ganz gut zufrieden auf jeden Fall. Bin jetzt hier einen Platz unter DFPS, ja, der ja lange Zeit auch die Liste angeführt hatte, ja, aber dann irgendwie, glaube ich, ein paar Abuses genutzt hatte und dann sein Account irgendwie gesperrt worden ist. Deswegen ist er auch in keiner Gilde hier drin. Den haben wir jetzt bald eingeholt. Ja, oder beziehungsweise jetzt wahrscheinlich, wo das Video jetzt rauskommt, schon überholt, weil ich ja am 26.05. nur 2 Stat-Punkte über ihn oder unter ihn war. Meine Skillung hier momentan 61:39, also fast eine 60-40 Skillung. Ne, wird in nächster Zeit noch ein bisschen höher werden von der Ratio her gesehen, also mehr Gewicht in Intelligenz rein auf jeden Fall. Nicht sehr viel. Ich denke mal so, wenn ich auf 500.000 Intelligenz bin, dann ja, bin ich vielleicht so bei 65 oder so. Ja, mal schauen, das ist auch für mich noch erstmal okay, sag ich mal. Ich will da schon ein bisschen mehr Damage haben. Ja, und so könnt ihr mal gucken, ob ihr hier vielleicht in euren, ja, in der Liste hier mit dabei seid. Falls ihr nicht sehen solltet oder so oder noch nicht wisst, wie das geht, ihr klickt hier einfach auf ja, auf euer Attribut, dann seht ihr hier, was ihr halt eben an Basispunkte habt und einmal hier, ja, da seht ihr auch die Basispunkte und dann könnt ihr euch dann zusammenrechnen, wie viel ihr habt und dann könnt ihr gucken, wo ihr ungefähr vielleicht euch wiederfindet. Ja, wie gesagt, hier sind halt eben die Top 1000 Spieler mit dabei.
Wenn man hier noch weiter runter scrollt, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau gewesen bin. Ich habe ja noch einen relativ starken Zweit-Account. Das ist ja mein Battlemage, den ich habe, den ich ja jetzt auch schon relativ lange Zeit spiele und auch auf einem einigermaßen guten Niveau, würde ich mal sagen. Der müsste hier auch noch irgendwo rumgammeln, sag ich mal. Ähm, Da müssen wir aber noch ein bisschen weiter runtergehen. Ja, also man kann hier wirklich sehr viel Zeit in der Liste verbringen und ich finde es auch sehr cool, muss ich sagen. Also ich feiere das immer extrem, wenn sich Leute halt so viel Mühe geben für die Community und da auch dann in einer gewissen Art und Weise dann halt eben Spaß dran haben, sag ich mal, solche Listen zu erstellen und solche Statistiken auszuwerten, und das halt eben mit der Community zu teilen und ja, das vollkommen kostenlos machen, so einen kostenlosen Mehrwert bieten für alle Leute. Da bin ich auch ein Riesenfan von und ja, deswegen, ich finde das auch sehr interessant, muss ich sagen. Hier mit meinem Battlemage befinde ich mich auf Platz 720 weltweit. Ist gerade Stufe 642, Rising Phoenix, und hier haben wir eine Basispunkte, haben wir momentan von 260.000, 50-50er Skillung, finde ich ganz okay mit dem Battlemage. Gehe ich jetzt auch ein bisschen mehr in Richtung Hauptattribut, also auch so, ja, mit dem Battlemage würde ich aber nicht auf 60-40 gehen, da gehe ich vielleicht so 55, 45, so vielleicht in die Richtung, ne? Und ja, der Vollständigkeit halber scrolle ich hier nochmal ganz kurz durch. Vielleicht erwischt ihr euch ja irgendwo hier in dem Video. Ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der ein oder andere, der gerade das Video schaut, sich eventuell selbst in der Liste hier selbst ja, wiedergefunden hat. Falls ja, dann schreibt es sehr gerne mal in die Kommentare. Das würde mich auch sehr gerne interessieren. Und das war jetzt halt eben nur ein Teil davon, ne? Dann haben wir einmal die Top 100 von jedem Server. Da kann man hier einmal, hier ist der Pfeil, genau, da kann man hier einmal dann ja, hier nach rechts scrollen und dann haben wir hier einmal halt, ja, wie die Übersicht halt schon zeigt, einmal die Top 100 von jedem Server. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf meinen Main-Server gehen wollen, dann gehen wir jetzt hier zum Beispiel auf F9 und dann sehen wir jetzt hier, aha, guck mal, da sind wir. Ja, wir sind hier auf Platz 8. Momentan gerade von den Basispunkten her bin ich auch sehr zufrieden mit. Und ja, das ist halt eben das, worauf diese Listen hier gewichtet sind. Halt eben auf die Basispunkte könnt ihr, also ich bin hier in den Top 10 vertreten, bin ich sehr zufrieden mit. Und so könnt ihr halt eben auch gucken, ob ihr hier irgendwo euch wiederfindet, ne? Wie gesagt, das sind hier halt eben die Fusionsserver. Ja, und hier haben wir nochmal so ein paar kleine Übersichten, sag ich mal. Das ist auch sehr cool. Dann haben wir hier einmal die Top 100 von jeder Klasse. Ja, da können wir hier auch einmal, also haben wir auch erstmal so eine kleine Overview und dann können wir hier nach den Klassen sortieren. Ne? Hier der Berserker, dann die Barden, die Necros sind noch nicht mit dabei. Die Dämonenjäger haben wir hier, die Magier, ist natürlich für mich wieder sehr interessant, ne, für meinen Main-Magier. Wenn wir jetzt hier einmal irgendwo nach unten scrollen, da sehen wir zum Beispiel den Dorzer hier auf Platz 52 bei den Magiern gerade, ne, und so könnt ihr halt eben auch gucken, ob ihr hier irgendwo mit dabei seid. Genau, dann haben wir hier einmal die Gildenvergleiche, geordnet nach Ehre, ist jetzt nicht ganz so aussagekräftig meines Erachtens nach. Ne? Ja, und dann einmal eine Elevator-Liste von den Fusionsservern und hier oben ist noch einmal die Liste von Tim, die ich euch auch schon gezeigt hatte. Ne? Da sind ja auch Server mit dabei, die halt eben ja, keine Fusionsserver sind als Beispiel, glaube ich. Oder nee, er hatte das nochmal separat nochmal eine Liste geschickt, wo halt eben die besten Gilden bzw. die Gilden ohne Fusion, glaube ich, mit dabei gewesen sind. Ja, Freunde, wollte ich euch nur mal ganz kurz zeigen. Vielleicht ist das ein Mehrwert für den einen oder anderen. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, das Ganze mal so zu sehen. Und ich finde, so eine Arbeit verdient auf jeden Fall gesehen zu werden. Deswegen Link zu der Liste unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne mal ab. Dankeschön an Basi und Darth Monk, ja, fürs Erstellen dieser Liste hier. Habe ich sehr gerne gezeigt. Und jo, das soll soweit erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.